Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Karfreitag ist heute. Wir sind sozusagen am Osterwochenende. Hoffe, ihr habt alle tolles Wetter. Bei mir scheint hier die Sonne, blauer Himmel und ich dachte mir, ich mache mal ein Manowar Video. Da habe ich nämlich auch schon einige Scheiben und war ein bisschen erschrocken, wie viele ich mittlerweile habe, weil ich habe schon mal einige verkauft und habe dann irgendwie wieder angefangen. Und ich würde sagen, nach dem Intro gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, Manowar. Ich habe hier Sign of the Hammer. Und das Ding ist mir damals, da habe ich wieder so ein bisschen angefangen, Vinyl von Manowar zu sammeln, durch Zufall in die Hände gefallen. Das ist eine limitierte Nuclear Blast Edition. Im braunen Vinyl, das Ganze auf 500 Stück limitiert. Ich habe die Nummer 481, so rum. Und die habe ich irgendwie zu einer Bestellung, glaube ich, dazu bekommen. Da konnte man irgendwie, ich glaube, man hat ein Vinyl geschenkt gekriegt und das war ein Zufallsprinzip. Und ich habe Manowar bekommen. Habe ich mich mega gefreut. Ich mag Manowar. Das ganze Ding hier ist ein bisschen merkwürdig. Ich zeige euch das mal kurz im Verhältnis zu einer anderen. Die ist wesentlich breiter als eine normale Vinylscheibe. Ich denke mal, ihr seht das hier. Die passt nicht in eine normale Hülle. Wenn man die in eine Hülle packt, hängt die rechts ein ganzes Stück raus. Keine Ahnung, warum das Cover so riesig ist. Auf jeden Fall kann man das Ganze hier öffnen. Dann hat man dieses Innenteil und wir kriegen hier eine, ja, ich wollte gerade sagen, wunderschön würde ich das jetzt nicht nennen, aber, kommt nicht raus, eine braune Durchfall-Vinylscheibe. Ist jetzt nicht so der Oberknaller, aber ja, sieht okay aus. Aber trotzdem, limitiertes Ding, war so ein bisschen wieder der Anfang für mich, bei Manowar einzusteigen und jo, jetzt habe ich doch ein paar Scheiben mittlerweile zusammen. Manowar, man mag sich ja drüber streiten. Ich glaube, die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich muss gestehen, ich finde sie musikalisch großartig. Dieses Drumherum mit Death to False Metal und sie sind die einzig wahren Metaller ist so ein bisschen, ich glaube, die nehmen sich da selber nicht ernst, oder? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist ein bisschen sehr albern, auch mit ihren komischen Chaps, mit ihren Lederchaps und ihren komischen Lederschlüppern da auf der Bühne. Es wirkt ein bisschen albern, muss man ganz klar sagen. Also ich bin da manchmal ein bisschen schockiert. Ich habe sie damals in Hamburg live gesehen. Das war, glaube ich, zur Triumph of Steel Tour. Und es war cool. Sie haben ja da wieder so einen Lautstärkerekord aufgestellt. Es war für die Ohren nicht schön, sagen wir es mal so. Trotzdem war es ein cooles Konzert. Es war zur, finde ich, besten Zeit von Manowar, wo ich sie gesehen habe. Danach habe ich sie nie wieder gesehen und würde sie mir ehrlich gesagt auch nicht nochmal live angucken. Ist jetzt auch, wie heißt denn der Sänger? Ich will gerade sagen Bryan Adams, aber das ist nicht richtig aus mit Adams. Egal, auf jeden Fall Eric Adams, ne? Auf jeden Fall, ja, hat er auch mittlerweile seine stimmlichen Probleme, merkt man auch. Und ich habe sie in einer coolen Zeit gesehen und das reicht für mich an Manowar-Erfahrung. Kommen wir zur nächsten Scheibe. Das ist dann eine Originalpressung. Das ist nämlich Battle Hymns. Da haben wir Eric Adams, da steht es außerdem. Jetzt habe ich wieder Joey DeMaio, der ist ja der Bassspieler, der da immer die ganzen Frauen abschleppt. Mittlerweile auch ein bisschen in die Jahre gekommen, der Gute. Ja, auch hier coole Songs drauf. Battle Hymn, natürlich ein cooler Song. Manowar, natürlich auch immer so ein Live-Klassiker von denen. Kommt auf normalem schwarzem Vinyl daher und ist halt ja eine Originalpressung. Ich weiß nicht, ob es eine Erstpressung ist oder was auch immer. Auf jeden Fall, das ganze Teil sieht so aus. Ist ein schönes Ding, auch eine coole Platte. Ist jetzt nicht die beste, finde ich, aber ja, das ist auch mal so ein bisschen Geschmackssache. Was ich immer sehr geil finde bei Manowar, sind die Cover. Ich bin ein großer Fan von dem Schriftzug, den finde ich großartig. Und hier auch das Cover ist einfach ja, ein Knaller, muss man wirklich sagen. Kommen wir zu der Scheibe, durch die ich Manowar kennengelernt habe, und das ist Fighting the World. Hier kommen wir ein bisschen wieder und schließen den Kreis zu meiner Kiss-Leidenschaft, weil das Cover ist knallhart geklaut von Kiss Destroyer. Kann man nicht anders sagen. Hier sehen wir diese typische Manowar-Pose, die im Konzert immer gemacht wird. Und ja, Fighting the World, geiles Album. Dadurch bin ich Fan geworden. Hat damals, ich war in der Lehre, war auf einem Seminar
Und ein Seminarkollege, der da mit war, hatte ja seinen Walkman damals mit und wir sind um einen See gelaufen und wir haben uns die Stöpsel geteilt und haben Manowar gehört. Und da bin ich dann ja in die Band reingekommen, sagen wir es so, und ich fand es sehr geil durch den Song. Jetzt muss ich kurz gucken, stehen hier hinten überhaupt drauf? Genau, Carry On. Carry On war der Song, der mich gecatcht hat, und Black Wind, Fire and Steel, Master of Revenge, da sind schon ein paar geile Tracks drauf und es ist wirklich durch und durch geklaut von Destroyer, kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, ob das sogar derselbe Typ war, der die Cover gemalt hat. Das Ganze kommt hier auch, schwarzes Vinyl mit diesem Logo. Rausholen brauche ich sie jetzt nicht, ist schwarzes Vinyl. Auf jeden Fall eine coole Scheibe, ein cooles Cover. Werde ich mir vielleicht auch nochmal als Nachpressung holen. Es ist ein Kultalbum, muss man ganz klar sagen. Ich gehe jetzt nicht chronologisch vor, ich greife jetzt mal einfach rein. Hier auch noch wieder eine Originalpressung, und zwar D-Mark 1990, ich wollte sagen, D-Mark 19,90 Euro. Ihr wisst, was ich meine, also 19,90 Euro D-Mark, und das Ganze hier auch ein absolut geiles Cover. Ich liebe dieses Maskottchen, nenne ich es jetzt mal, von Manowar. Das sieht absolut cool aus, und da sind auch ja, geile Songs drauf. Wheels of Fire, Kings of Metal, Heart of Steel, geiler Song. Hail and Kill, eigentlich ist das Ding durchgehend eine geile Platte. Kingdom Come, für mich einer der geilsten Manowar-Songs überhaupt. Das Ding ist wirklich ein absoluter Kracher. Innen drin kommt das Ganze mit Songtexten, und auch da haben wir dann schwarzes Vinyl mit diesem Label hier, Atlantic oder Atlantic, wie auch immer man es nennen möchte. Ist auch schon eine gefütterte Hülle hier tatsächlich mit Lyrics, hat man auch selten. Da wurde früher schon ordentlich nachgedacht. Ja, tolle Scheibe, Originalpressung, sehr geil. Ja, kommen wir zu dem Album, was mich am meisten gecatcht hat, und das war Triumph of Steel. Erstens, ich liebe das Bild auf dieser Scheibe, das ist absolut Kult. Wir haben hier ein Klappcover, da sieht man nochmal das ganze Motiv. Auch richtig geil. Ich glaube, das ist eine nicht offizielle Pressung, bin ich der Meinung. Und ja, das Album hat einige Songs, die mich wirklich weggehauen haben. Und da ist unter anderem, ich muss jetzt gerade gucken, Ride the Dragon finde ich richtig geil. Spirit Horse of the Cherokee, auch richtig geil. Dann Master of the Wind, absoluter Kultsong. Also da sind wirklich Gänsehautlieder drauf. Das Ding ist wirklich gut. Und ja, das Ganze kommt im Doppelvinyl, und das in einem wunderschönen roten Vinyl. Da seht ihr das Mannequin drauf, und hier steht dann nochmal Manowar Triumph of Steel. Könnt ihr nochmal schauen, ob das bei der anderen genauso aussieht. Da haben wir nämlich noch einen Einleger drin. Gucken wir uns auch einmal an. Das ist hier so eine dicke Pappe mit Lyrics. Auch sehr, sehr cool gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das eine inoffizielle war oder eine offizielle. Da bin ich jetzt wirklich überfragt. Und dann haben wir hier nochmal halt das Logo. Und hier dann auch nochmal, ja, irgend so ein, keine Ahnung, Monster mit einer Peitsche. Auf jeden Fall sehr coole Version von dem Album. Ja, ich kann jetzt echt nicht sagen, ob das hier ein offizielles war oder nicht. Bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Kommen wir aber zu einer offiziellen Variante, wenn dann. Das ist nämlich die hier. Da haben wir Manowar Triumph of Steel. Das Ganze schon ein bisschen seltener und schwer zu kriegen. Ihr seht, mein Zustand ist fragwürdig. Auch dafür habe ich schon ein paar Euro gelassen. Das ganze Ding kommt auch im Doppelvinyl, wieder mit dem Atlantic Label. Das ist natürlich schwarzes Vinyl, und dann haben wir hier noch die Original-Innenhüllen, die dann mit den Texten kommen, und die andere hier ist dann einfach in schwarz. Cooles Album, Limited Edition First Run, ist ein sehr teures Teil, die im Mint-Zustand zu kriegen. Da muss man schon ein bisschen Kohle hinlegen. Ich bin froh, sie überhaupt in einem Zustand zu haben. Ich finde das Cover geil, und ja, ist ein absolut tolles Teil. Dann neulich erst für einen kleinen Taler, ich glaube es war auf dem Flohmarkt geschossen, diese hier. Das ist eine Maxi, wir nennen es jetzt mal Maxi. Das Ganze kommt so, wenn man das umdreht, hat man halt die Titel. Und da haben wir All Men Play on 10 und Mountains drauf. Und man kann das Ganze auch noch aufklappen.
Dann hat man so einen riesigen Verstärker mit dem Manowar-Hammer. Finde ich mega gut. Für so eine Maxi schon echt eine tolle Sache. Und dann haben wir hier einmal das Label Virgin. Und das Ganze wirklich echt schicke Aufmachung für so eine kleine, sagen wir es mal, 12 Single. Absolut cooles Ding. Wie so ein Roadcase gemacht. Sehr schön. Kommen wir zur letzten offiziellen, die erschienen ist. Das ist hier The Hell of Steel. Das ist eine Best-of-Scheibe. Habe ich euch schon mal in einem Video kurz gezeigt. Das war, glaube ich, ein Haul. Da habe ich die einmal mit angerissen. Das Ding hier kommt auch im Doppelvinyl. Auch mit Atlantic-Label. Und das Ganze müsste silbernes Vinyl sein, wenn ich mich da recht dran entsinne. Genau, das ist so ein Grau-Silber. Und ja, es ist eine Best-of-Scheibe. Ist halt neulich erst rausgekommen, ist gar nicht so alt. Und da habe ich dann einfach zugeschlagen und mir gedacht, ach komm, die gönnst du dir mal. Das Cover finde ich jetzt nicht so genial. Das sieht ein bisschen billig gemacht aus von der Zeichnung her. Aber egal, habe ich zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob die auch limitiert waren in irgendeiner Form. Ja, tatsächlich 2000 Stück. Individual numbered. Wir gucken mal. Oh, tatsächlich. Da ist, ihr seht es da, eine Nummer eingeprägt. Das Ganze ist die Nummer 1597, nee 92. Da sind Nummern reingeprägt. Ja, auch sehr cool. Wahrscheinlich vielleicht auch mal ein Sammlerstück. Keine Ahnung, ob die mal wertvoll werden könnte, wenn sie nicht tausendmal wieder neu aufgelegt wird. Kam in so einer wiederverschließbaren Hülle, deswegen habe ich da auch meine eigene nicht drum gemacht, wegen dem Hype-Sticker, der da drauf war. Den habe ich da so drauf gelassen. Ja, kommen wir jetzt definitiv zu nicht offiziellen Pressungen, die ich immer mal so auf dem Flohmarkt geschossen habe. Louder Than Hell, das ganze Ding, ja, Brothers of Metal, und da sind auch ein, zwei gute Songs drauf. Und dann haben wir hier einen Einleger, es ist keine Innenhülle, es ist nur ein Einleger, auch mit Texten. Und hier haben wir dann einmal rotes Vinyl, so ein bisschen transparent, sieht auch sehr, sehr gut aus. Geffen Records, wenn man es so ausspricht. Schöne Scheibe. Da ich die noch nicht habe, habe ich mir die mitgenommen. Cooles Ding. So, auch die Exemplare müsste ich euch schon mal gezeigt haben. Da haben wir Hail to England, habe ich damals besessen, habe sie verkauft. Mittlerweile ein recht teures Album in der normalen Erstpressung. Hier habe ich die Folie drum gelassen, weil hier ist ein Picture Disc Aufkleber drauf. Und das Ganze kommt dann einmal mit einem Einleger. Da seht ihr es, großer Manowar Schriftzug, dann auch wieder die Texte, alle mal mit so einem Pappeinleger. Und dann haben wir da die wunderschöne Picture Disc und die sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Hinten drauf haben wir dann auch noch mal die Titel. Das ist wirklich ein echt schönes Ding. Kann man nicht meckern. Geile Scheibe. Ja, und zu guter Letzt haben wir hier Into Glory Ride, das Album auch mit einem Sticker. Das Ganze kommt mit Lyric Sheet und Picture Disc. Auch das ist eine nicht offizielle Pressung von dem Album. Da ich auch die im Original nicht mehr besitze, habe ich da zugeschlagen und mir auch diese Picture Disc Variante geholt. Und diese Einleger sehen immer richtig gut aus mit dem Schriftzug. Also es sind wirklich alles vom Manowar schöne Vinyl-Varianten, muss man wirklich sagen. Da bekommt man bei Vinyl ordentlich was geboten. Dann haben wir hier Into Glory Ride das Picture Disc Bild oder Cover drauf und hier hinten auch nochmal so ein Text und der Schriftzug von Manowar. Ist halt wirklich die Rückseite sozusagen nochmal ähnlich auf der Platte drauf. Jo, und das war's dann auch schon, mein Manowar Special zum Karfreitag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das sind alle Manowar Scheiben, die ich zum jetzigen Stand besitze. Auch das kann sich natürlich jederzeit ändern, dass ich da irgendwann nochmal neue Scheiben dazu bekomme. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt an Ostern noch ein weiteres Video machen. Wird wahrscheinlich in Richtung KISS gehen. Und dann wird wahrscheinlich bald ein sehr geiles Video kommen, wo ich mich sehr drauf freue. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich es denke. Ich will da noch nicht zu viel verraten. Ich habe demnächst was, wo für mich ein kleiner Traum in Erfüllung geht.
Und ich werde danach davon berichten, wenn es dann soweit war. Auf jeden Fall, ja, es steht was Großes bevor und da freue ich mich mega, mega drauf. Ich hoffe, ich kann euch da im großen Teil dran teilhaben lassen, weil ich mich da mega drauf freue. Ich hoffe, dass das alles wirklich so hinhaut und da musste ich tief in meinen Spartopf greifen, um mir das zu ermöglichen. Aber manchmal muss man Sachen machen, wo man denkt, hey, das machst du sonst nie wieder im Leben. Und das habe ich mir mal wieder gegönnt. Und ich bin sehr gespannt darauf, was ihr dann dazu sagt, wenn ich das Video mache. Und ich freue mich da mega drauf und hoffe, das wird ein richtig geiles Erlebnis. Aber mehr dazu demnächst. Ich verrate noch nichts. Das werdet ihr spätestens so in, ich sag mal, 2 Wochen dann auf jeden Fall zu Gesicht kriegen. Okay, ich bin raus. Ich wünsche schon mal, obwohl wir uns wahrscheinlich noch mal sehen, schöne Ostern. Habt eine tolle Zeit, hoffentlich tolles Wetter, hoffentlich ist der Frühling auch bei euch dann endlich richtig eingeschlagen. Und jo, lasst einen Daumen, ein Abo und ein Kommentar da. Und natürlich, wer Bock hat auf diesen wunderschönen Vinyl Army Aufnäher auf seiner Kutte oder wo auch immer, der kann in meine Kanalmitgliedschaft mal vorbeigucken gehen. Da könnt ihr den bekommen für die etwas größere Stufe. Ihr müsst nur 1 Monat Kanalmitglied sein auf der Stufe, um den zu bekommen. Für jeden, der mich natürlich länger unterstützt. Vielen, vielen Dank für alle, die das schon tun. 1000 Dank. Ich freue mich da sehr, dass ihr wirklich meinen Kanal so unterstützt. Also nochmal schöne Ostern. Keep on rockin'. Tschüss.